Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den MX-5. Und wie ihr auch seht, ich bin hier gerade nicht irgendwie in der Garage oder in der Halle oder allgemein im MX-5. Der Grund dafür ist, dass bei der Aufnahme, wo ich das eigentlich gedreht habe, irgendwas mit der Kamera schiefgelaufen ist oder sowas und die hat dann Fehler gehabt und also die Aufnahme hatte Fehler und sowas. Deswegen mache ich das jetzt mal kurz neu. Keine Ahnung, was die Kamera da an dem Tag hatte. Und zwar will ich mal heute gucken, wie es dem MX-5 Motor dann geht. Der Motor ist jetzt 31 Jahre alt, 4 Jahre habe ich den jetzt besessen und die 27 Jahre davor war der halt bei irgendwie 3 Besitzern oder sowas. Und soweit ich weiß, wurde der Motor noch nie geöffnet. Sprich, alles so wie es jetzt im Motor ist, läuft schon genauso seit 31 Jahren. Und da wollte ich heute mal einen kleinen Kompressionstest machen, weil das halt zeigt, wie viel Leben oder wie viel Kompression der Motor noch aufbauen kann. Sprich, wie gesund der Motor ist. Ich werde jetzt kleine Einschnitte einschneiden, wo ich dann halt das Ganze zeige, was ich mache und sowas. Zum Kompression messen muss man eigentlich nicht viel machen. Da muss man einfach nur hingehen, den Wagen erst warm fahren, also auf Betriebstemperatur warm fahren, dann alle Zündkerzen raus und dann einfach nur den Kompressionsmesser einstecken. Und dann danach einfach ins Auto steigen, Gaspedal auf den Boden und dann einfach, keine Ahnung, 10 Mal den Motor laufen lassen, also 10 Mal, ja, so dass der Kompressionsmesser 10 Mal Druck aufbaut, also irgendwie 10, 15 Sekunden oder sowas. Dann nur ablesen und dann weiß man, wie viel Kompression man hat. Die Motoren haben, glaube ich, wenn die neu gebaut wurden, also wenn die komplett neu sind, haben die 13 Bar Kompression. Und ich glaube, bei 10 Bar oder sowas sollte man anfangen, darüber nachzudenken, den neu zu bauen. Ja, ich spiele das Video mal ab. Also was ich schon geschnitten habe, was ich schon von dem Tag gemacht habe. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Motor ist jetzt warm. Ich habe euch mal auf den Kopf geschnallt, damit ihr im Prinzip das seht, was ich jetzt sehe. Ich will jetzt erstmal die Überrollstrebe. Die Domstrebe ausbauen und dann komme ich überall dran und natürlich noch die Relais und jetzt in der Lage stilllegen und dann werden wir gleich weitersehen. Das mache ich jetzt immer. Okay, ich habe jetzt die 4 Zündkerzen ausgebaut. Ich wollte schon mal ganz kurz so zwischendurch sagen, die sehen gar nicht so gut aus. Wie man hier sehen kann, sind die sehr weiß. Das ist bei allen 4 so. Das heißt natürlich, dass die mager laufen, was schlecht ist. Ich weiß aber nicht, in welchem Zustand die mager laufen. Weil normalerweise in allen Videos, beziehungsweise immer wenn ich geguckt habe und unter Volllast bin, laufe ich auf jeden Fall nicht mager. Da laufe ich irgendwie so eine Air-Fuel-Ratio von, ich würde mal knapp über 10 sagen, irgendwie sowas. Ja, ich habe das gerade wohl gesehen. Im Stand war ich kurz bei 16 und dann bei 15, was natürlich mager ist, was sehr mager ist. Man will halt, für alle, die es nicht wissen, man will bei 14,7 sein. Also 14 Teile Luft zu Benzin oder andersrum. Weiß ich gar nicht mehr gerade. Ja, keine Ahnung, was jetzt gerade davon kommt, weil das jetzt gerade so mager war. Ja, gut. Dann werde ich jetzt Kompression messen. Natürlich Zylinder für Zylinder. Und dann gleich mal gucken, wie es dann so aussieht. Zylinder Nummer 1. Zylinder Nummer 2. Zylinder 3. Und Zylinder 4. Top. Da ist gerade die Kamera ausgegangen. So, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe jetzt Kompression gemessen. Und wie ihr auch gesehen habt, habe ich ungefähr 12,5 bis 13 Bar, was extrem gut ist. Wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, ungefähr 13 Bar haben die Motoren, wenn die komplett neu sind. Und da bin ich mit meinen 12,5 bis 13 Bar schon echt extrem gut dabei. Und das ist extrem gut dafür, dass der Motor jetzt schon 31 Jahre da drin ist und jetzt 4 Jahre mit dem Turbo-Umbau, weil, ich habe es glaube ich gar nicht am Anfang gesagt, aber der Turbo-Umbau ist genau 4...
Ne, stimmt gar nicht, 3 Jahre. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorher gesagt habe, ich glaube nicht. Der Turbo-Umbau ist jetzt 3 Jahre her, also relativ genau 3 Jahre her. Ich glaube irgendwie 1, 2 Wochen oder sowas. War der jetzt, also vor 3 Jahren oder irgendwie 3 Wochen. Ja, genau, dann war der Turbo-Umbau. Ja, und ich fahre mit dem Auto schon ganz gut, sprich öfters mal Drehzahlbegrenzer und Driften und sowas. Das ist da schon, passiert da ein paar Mal. Mit der Kompression, also dass die Kompression jetzt noch so hoch ist, ist echt schon krass. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Motor wurde gut behandelt. Von mir auch so wie mit den Vorbesitzern. Wie gesagt, keine Ahnung, ob der mal neu gebaut wurde. Ich habe es auf jeden Fall nicht getan und ich weiß auch nicht, ob der Vorbesitzer ihn neu gebaut hat, weil er hat den jetzt, glaube ich, 12 Jahre im Besitz und da hat er nichts davon gesagt, dass er ihn mal irgendwie neu gemacht hat. Ich habe noch ein bisschen was aufgenommen. Ihr habt ja gesehen, dass ich hier das mit der Kamera umgemacht habe. Und dazu werde ich jetzt gleich direkt schneiden, weil das hat noch alles geklappt mit der Aufnahme. Ja, dann würde ich sagen, das war's von mir jetzt erstmal hier und dann schicke ich euch zurück in das Video sozusagen. Ja, aber der Motor bleibt hier nicht viel länger drin. Vielleicht der Block, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, ob der Motor an sich rauskommt oder ob ich den einfach nur schmiede, weil ich habe ja schon mal gesagt, dass ich den Motor neu bauen möchte, dass ich mehr Leistung hier drin fahren möchte. Wunschleistung wäre irgendwas an die 400 PS, so kurz über 400 oder kurz unter 400. Ich weiß aber nicht, ob das mit dem 1.6er geht. Am liebsten würde ich den so behalten und dann einfach Schmiedekolben, Schmiedepleuel reinschmeißen, dann noch alles halt vernünftig machen und sowas. Und ja, dann auch sowas hier sauber machen und schön machen, so dass man den wirklich schön irgendwo hinstellen kann. Wie man sieht, der ist echt runtergekommen und echt in die Jahre gekommen. Aber dafür ist er wirklich mein treuestes Auto von allen vieren. Ich meine, den RX-7, da kannst du nichts gegen machen, den habe ich als Projektauto geholt. Der RX-8 ist mir in den ersten 3 Monaten ist mir der Motor hochgegangen. Und ja, der Lexus, der macht mir nur Probleme. Deswegen der MX-5 an sich wirklich wirklich der beste Wagen, den ich habe. So, das Ganze ist wieder zusammengebaut. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob der Motor noch so anspringt oder ob ich jetzt irgendwas vergessen habe. Vielleicht ist er auch einfach jetzt kaputt. Wäre auch sick. Zielpunkt funktioniert auf jeden Fall wieder. Perfekt. Wie man sieht, der ist jetzt ein bisschen abgekühlt, aber es ist immer noch bei 70 Grad. Natürlich habe ich jetzt geredet und sehr viel gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Minuten dazwischen hängen, aber er funktioniert noch. Und hört sich auch noch gesund an. So, aber ich beende das Video jetzt mal so, weil die andere Kamera leer ist und ich habe jetzt die Kamera gerade sowieso auf. Falls ihr auch einen Turbo-Umbau vorhabt, genauso wie den hier, das ist jetzt übrigens von SPS ein Turbo-Umbau. Wie gesagt, vor 3 Jahren habe ich den eingebaut. Ja, was ich jetzt in Zukunft mache, was ich jetzt mit dem Motor mache, weiß ich noch nicht ganz genau. Da muss ich jetzt in den nächsten Tagen gucken, oder in den nächsten Monaten gucken. Das erste, was ich auf jeden Fall machen werde, ist einmal komplett alles rausnehmen und dann einmal komplett schön machen. Und ich glaube, Rost hat der Wagen an sich gar nicht oder relativ wenig, außer unten an den Seitenschwellern nicht, an den, wie heißt nochmal, Frame Rails, an den Rahmen Dingsbums, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Da hat er ein bisschen noch Rost, weil ich sag mal so, vielleicht kann das sein, dass der irgendwo mal aufgesessen ist. Ich weiß auch nicht, wie es kommt. Ansonsten ist der Wagen wirklich gut in Schuss. Das Auto ist ein wirklich, wirklich gutes Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Motorprobleme hatte ich mit dem bisher noch nicht, dass ich irgendwo mal stehen geblieben bin und dass ich nicht mehr konnte. Also, dass der Wagen nicht mehr fahren konnte. Hatte ich bisher noch gar nicht, glaube ich. Ich wüsste es auf jeden Fall nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Einmal hatte ich es, da war die Batterie kaputt. Da musste ich den Wagen eben aus einem Drive-In rausschieben, was auch sehr geil war. Aber ansonsten hatte ich mit dem Wagen noch keine Probleme. Ja, aber wie gesagt, das Auto hat mich noch nie irgendwo im Stich gelassen. Das ist ein wirklich, wirklich gutes Auto. Und bin auch wirklich froh, dass ich das Auto so gebaut habe, wie ich es jetzt gebaut habe. Aber es geht immer eine Stufe krasser. Und das wird jetzt irgendwann kommen. Wie gesagt, ich weiß nicht wann. Ich denke mal so Anfang November werde ich anfangen, das Ding umzubauen, oder werden die ersten Videos darüber kommen von dem Umbau. Kann sein, dass es früher kommt, kann sein, dass es später kommt, ich weiß noch nicht. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das war es mit dem Video. Ich weiß nicht, was ich noch zu sagen habe. Ich spreche jetzt, glaube ich, schon eine halbe Stunde einfach nur so rum. Gucken, was ich davon alles im Video reinpacke. Falls ich noch irgendwas habe, dann schmeiße ich das jetzt noch hier hinten dran. Ich weiß es nicht.
falls euch das Video gefallen hat, und schreibt auch nochmal in die Kommentare, falls euch das gefallen hat mit diesen hier POV-mäßigen, schreibt das auch mal in die Kommentare, vielleicht kann man das ein paar Mal öfters machen, anstatt irgendwie die Kamera hier so dran zu halten und das dann alles zu filmen, kann man mal sowas machen und dann im Prinzip sehen, wo ich so überall hingucke und was ich so mache. Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch das so an sich gefallen hat. Und natürlich, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Sagt mir aber warum, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.